Hallo, herzlich willkommen zu einem kleinen Spezialreview neben unseren üblichen Montagsreviews. Und Spezialreview deswegen, weil wir haben ein ganz neues Produkt am Start. Und zwar die Lucky Brown Water-Based Pomade. Ganz niegelnagelneu, kommt heute am Erscheinungsdatum dieses Videos auf den Markt. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht zu Recht, okay, Water-Based Pomade, warum sitzt dann ich hier, der Flo? Weil der Spezialist für unsere wasserbasierten Pomaden ist doch normalerweise der Andi. Ja, das hat zwei Gründe, warum ich jetzt hier sitze. Ganz einfach erstmal deswegen, der Andi ist krank. Deswegen erstmal gute Besserung an den lieben Andi. Und ich, obwohl ich Fan von ölbasierten Pomaden bin, muss sagen, diese wasserbasierte Pomade ist die geilste, die ich je benutzt habe. Also wirklich ganz ehrlich, die ist so geil, die kann ich mir auch vorstellen, öfter zu benutzen, obwohl ich ja eigentlich ein erklärter Fan von ölbasierten bin und wasserbasierte nur eher selten benutze. Und ich erkläre euch jetzt einfach mal nach und nach, warum. Fangen wir mal von außen an. Wir haben hier diese wunderschöne Dose. Ja, sie wird euch vielleicht schon aufgefallen sein. Die erinnert so ein bisschen an sowas, ja, nämlich so ein Stapel Pokerchips. Richtig geil gestaltet, richtig geil mit so einer Goldfolie und einer Prägung. Also man fühlt auch, wenn man hier drüber fährt, den Schriftzug. Echt richtig cool. Und dann schauen wir noch mal in die Dose rein. Und dann leuchtet uns hier diese colafarbene Gelpomade entgegen. Und jetzt gehe ich gleich mal auf ein krasses Alleinstellungsmerkmal dieser geilen Pomade ein. Das ist nämlich der Duft. Viele von euch kennen bestimmt einige wasserbasierte Pomaden und mir geht es jedenfalls so, dass wenn ich an wasserbasierte Pomaden denke, dann habe ich immer so vor allem zwei Kategorien von Düften im Kopf. Und das ist einmal süß und einmal fruchtig. Das heißt, ganz viele wasserbasierte Pomaden haben diese Duftkategorien. Klar, ich weiß, es gibt auch ein paar Ausreißer, die riechen dann zum Beispiel sportlich, frisch, modern oder so. Aber so die allermeisten, wenn ich so nach und nach drüber nachdenke, riechen eher süßlich und oder fruchtig. Und das haben wir hier nicht. Wir haben hier endlich mal eine wasserbasierte Pomade mit einem holzigen Duft. Ja, also wirklich so, es erinnert mich mal so an frisch geschnittenes Holz, an den Waldspaziergang. Das ist wirklich richtig geiler, herber Holzduft. Es ist so eine leichte Frische mit drin, unten drin, so Eukalyptus könnte man sagen eventuell. Aber halt grundsätzlich dieser geile Holzduft. Und warum ich diese feiere, zeige ich euch jetzt gleich noch, und zwar nachdem ich einen Hair Tonic angewendet habe. Weil, der Andi hatte natürlich damit mal ganz recht, eine wasserbasierte Pomade oder auch grundsätzlich Pomade funktioniert am besten, wenn man die Haare schon mal feucht hat, weil dann kann man die Pomade leicht einarbeiten. Und gerade bei einer wasserbasierten Pomade trocknet die dann nicht so schnell fest und ihr habt schön lange Zeit, euch die Frisur zu stylen. Wobei man tatsächlich bei der Pomade, da gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein, sagen kann, die könnte auch im trockenen Haar gut funktionieren und man hat trotzdem genug Zeit, sich die Haare zu stylen. Aber dazu komme ich gleich. So, also Haare ein bisschen anfeuchten. Ich habe jetzt heute das blaue Depardin, weil dieser schöne Mentholduft, der harmoniert ganz gut mit der Pomade und das ist jetzt einfach auch bei den Temperaturen, die jetzt im Sommer herrschen, echt sehr angenehm, wenn man so ein bisschen Kühleffekt auf dem Kopf hat. So, Haare sind feucht. Kurz die Finger abwischen. Dann legen wir mal los. Und zwar das Besondere auch in der Pomade ist die Konsistenz. Ihr kennt ja Gelpomaden wahrscheinlich, dann wisst ihr, wenn man so reingeht mit dem Finger und hat dann so ein Stückchen auf dem Finger, dann fühlt sich das so ein bisschen an wie Gelatine, vielleicht sogar wie Wackelpudding, also wirklich so ein geliges Gel. Das ist hier ein bisschen anders, weil jetzt schaut euch das mal an. Das zieht Fäden, ja, also das ist wirklich klebrig. Und erinnert vom Handling tatsächlich eher an eine ölbasierte klassische Pomade, weniger an so eine Gelpomade. Ja? Und das finde ich richtig geil, weil auch beim Einarbeiten fühlt es sich tatsächlich am Anfang erstmal so ein bisschen an wie eine ölbasierte Pomade. Deswegen werde ich mir jetzt einfach mal eine Packung in die Haare einarbeiten. Vom Bereiben her, man merkt, dass das eben diese klebrige Konsistenz hat, nicht so gelig, aber trotzdem schön geschmeidig und geht echt super. Und genauso ist es beim Einarbeiten in den Haaren. Ja, also vom Halt her kann ich euch schon mal sagen, es ist so eine ja, im Firmenbereich würde ich sagen, ja, also so ein Ding zwischen mittelfest und richtig fest. So. Und wenn man jetzt hier die Pomade verreibt, dann kommt halt dieser Holzduft so krass raus. Ja. Also wenn man den dann in den Haaren hat, dann nimmt es über den Tag ja natürlich dann auch ein bisschen ab, aber man nimmt ihn immer mal wieder wahr. Ja. Also das ist dieses schöne Dufterlebnis hat man immer mal wieder über den Tag, wenn man seinen Kopf ein bisschen schwenkt. Wie gesagt, diese Anwendung, das fühlt sich so gar nicht an, wie ich es von wasserbasierten Pomaden gewohnt bin, sondern das ist wirklich eine einzigartige Konsistenz, die ich von kaum einer wasserbasierten Pomade so kenne. So, schauen wir mal, dass genug drin ist. Für meine angelegte Frisur brauche ich ja immer relativ viel. Man kann damit auch lockere Frisuren machen, ja, also ihr müsst jetzt nicht unbedingt so eine
Frisur tragen, wie wir es hier auf dem Kanal immer machen. Also ihr könnt euch alle möglichen Frisuren damit stylen. So, ich mache schnell die Finger sauber und zücke meinen Kamm. Durchkämmen, ja, fühlt sich halt auch immer noch eher wie eine ölbasierte an. Klappt echt gut, aber man merkt, es ist echt Zug da, also dass das einiges an Halt geben wird, merkt man. Und was ich echt auch noch richtig geil finde, diese Pomade, im Vergleich zu anderen wasserbasierten Pomaden, die ich kenne, braucht die Pomade echt lange anzuziehen. Ja? Also die trocknet nicht so schnell fest. Ihr habt genügend Zeit, selbst wenn eure Haare nicht feucht sind, dass ihr euch eine schöne Frisur hinstylt. So, also werde ich sie mir erstmal nach hinten legen. Ein bisschen mit Scheitel natürlich, wie immer. Und dann geben wir vorne ein bisschen Volumen rein. Und das klappt herrlich gut. Also wirklich top. Das Coole ist, bei der Pomade sind 2 pflegende Öle drin, ja, Kokosöl und Rizinusöl. Das heißt, das ist nämlich mal an der Grund auch, warum die Pomade nicht so schnell festtrocknet. Und die hat sogar so ein bisschen Pflege für die Haare, was man ja auch eher von den ölbasierten kennt, weniger von den wasserbasierten, aber hier trotzdem echt gegeben. Aber keine Sorge, sie ist tatsächlich, wie jede andere wasserbasierte, auch ohne Probleme auswaschbar. Einfach ein bisschen Wasser und dann ist die ganz schnell wieder draußen. Und ihr seht, es geht wirklich ratzfatz, hält, ist aber immer noch geschmeidig, also trocknet nicht sofort fest. Viele wasserbasierte Pomaden werden ja beim Stylen schon so ein bisschen helmig. Das passiert bei der wasserbasierten Pomade erst nach ein paar Stunden, würde ich sagen, dass sie anfängt so richtig auszuhärten. Man hat echt gut und lange Zeit, sich eine schöne Frisur zu stylen. So, jetzt schauen wir mal, dass auch die letzten Härchen noch sitzen. So slicken kann man mit der echt super. Während ich hier noch meine letzten Haare hinkämme, zeige ich euch mal, was der Alex noch zu dieser Pomade zu sagen hat. Ja, was soll ich sagen? Mega geil. Also alleine Dosendesign, der Wahnsinn. Ja, lacht mich halt direkt mal an, dass man die schmieren muss. Ich bin ja jetzt eigentlich so gar kein Fan von Gelpomaden, muss ich an der Stelle mal sagen. Ich würde dann eher normalerweise Clays bevorzugen, die einfach ein bisschen mehr Pomade-Handling haben. Aber die Lucky Brown hat mich heute Morgen, also ich habe die jetzt schon den ganzen Tag drinnen. Und da muss man jetzt sagen, nach einigen Stunden, also wenn man mal guckt, so vom Glanz her, das ist schon alleine das echt überraschend für eine wasserbasierte Pomade. Klar, vorne, wo ich Volumen drin habe, da ist es immer ein bisschen trockener. Das habe ich ja bei ölbasierten eigentlich auch. Aber normalerweise bei einer wasserbasierten finde ich nicht, dass so viel Glanz. Das ist echt der Wahnsinn. Und auch vom Shape der Haare ist es alles schön rund. Ja? Normalerweise bin ich da immer bei diesen Gelpomaden, dass es alles ein bisschen klotziger, eckiger ist. Und super interessant, super genial, weil auch vom Handling, vom Verarbeiten her, das ist jetzt nicht, wenn man die rausholt, so dieses super klebrig trockene, dass man sofort merkt, die zieht allein schon in den Händen an beim Verteilen, sondern man hat echt wirklich so ein ölbasiert Handling. Also absolut überraschend, so die erste Gel-Pomade, wo ich wirklich sagen muss, die könnte ich auch öfter schmieren, weil sie einfach super, also ja, sehr, sehr überrascht. Auch in den Haaren zieht sie nicht schnell an. Müsst ihr mal probieren, ob die leicht nass sein müssen oder trocken. Ich habe es tatsächlich heute Morgen die trockenen Haare und es hat nicht schnell angezogen, sondern ich hatte wirklich schön Zeit, alles zu stylen. Und ja, mega Produkt. Also nicht nur die Verpackung, auch der Duft. Endlich mal kein Bubblegum-Duft, sondern ein bisschen was Holziges. Geil. Also Top-Gel-Pomade. Auf jeden Fall mal auch ausprobieren. Auch der sonst ölbasiert schmiert. Ist so im Firm-Bereich, also keine Heavy, aber ja, top. So, vielen Dank, lieber Alex, dass du auch deine Meinung zu der Pomade gegeben hast. Und jetzt seht ihr, ist echt super geworden, finde ich. Also gefällt mir echt gut. Und jetzt, um euch mal den Glanz zu zeigen, ist echt einiges an Glanz da. Auch das erinnert mich wieder eher an eine ölbasierte Pomade, weil dieser Glanz, der ist auch nicht so schnell weg, wie man es von anderen wasserbasierten Pomaden kennt. Weil, wie gesagt, die trocknen nicht so schnell an. Und deswegen bleibt der Glanz auch ein paar Stunden erhalten. Und was auch schön ist, durch die enthaltenen Öle, wenn sie dann mal fest getrocknet ist sie nicht steinhart, sondern sie ist immer noch nachstylbar. Zur Not müsstet ihr halt den Kamm vielleicht ein bisschen feucht machen, aber ich habe jetzt meinen letzten Test von der Pomade das nicht machen müssen. Ich hätte trotzdem durchkämmen können. Also echt eine richtig geile wasserbasierte Pomade, die selbst ich als ölbasierter Fan tatsächlich nicht nur vor einem Friseurtermin benutzen werde, sondern auch zwischendurch mal so wieder, weil ich den Duft echt geil finde, die Verarbeitung, das Handling. Richtig, richtig cool. Und meine Haare sind danach nicht so strohig und trocken, wie man zum Beispiel von Haargel oder wenigen anderen wasserbasierten Pomaden kennt. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr Fans vom Wasserbasierten seid, wenn ihr mal eine Wasserbasierte ausprobieren wollt, wenn ihr mal
so ein bisschen Bock habt, so eine geile Dose daheim stehen zu haben, ja, mit so einem Poker-Chip im Schrank fühlt man, also so einem ganzen Stapel fühlt man sich ja eh so ein bisschen wie ein Gewinner die ganze Zeit, wenn man den Jackpot zu Hause hat. Also kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall ausprobieren. Richtig, richtig geil. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt gefallen. Ganz kurz noch das Basiswissen-Video, was normal donnerstags kommt, das schieben wir einfach morgen auf Freitag. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß damit, die Pomade auszuprobieren. Lasst noch ein Abo da, ein Like, wenn es euch gefallen hat und einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in einem unserer nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao, der Flo.